würdest jetzt gerne den Dosha-Typentest machen. Dann bist du bei mir genau richtig. Bist du denn schon bei uns im System drin? Wie lautet denn der Name? Dann schaue ich einfach mal kurz nach. Okay. Da bist du ja. Und deine E-Mail-Adresse hast du auch schon hinterlegt, wie ich sehe. Sehr gut. Hast du denn so einen Test schon mal gemacht? Nein? Okay. Ist gar kein Problem. Also, ich würde dir jetzt zum Anfang noch mal kurz was über das Gesundheitskonzept und den Test im Allgemeinen erzählen. Und dann können wir eigentlich auch schon direkt starten, wenn du willst. Super. Mach's dir gern hier schon mal bequem. Während ich jetzt erzähle, möchtest du vielleicht eine Tasse Tee haben? Ja. Du kannst ja gerne mal schauen. Wir haben hier so verschiedene ayurvedische Teesorten im Angebot. Wenn ich dir einen empfehlen soll, dann wäre es der rote hier drüben. Das ist unser Lebensfreude-Tee. Das ist ein Gewürztee und der heißt so, weil der tatsächlich ein bisschen Chili mit drin hat. Das wissen ganz, ganz viele nicht, aber Schärfe ist tatsächlich sehr gesund für den Körper und vor allem macht sie glücklich. Deswegen der Name. Das liegt einfach daran, dass unser Körper diese Schärfe im Mundraum als Verletzung wahrnimmt und deswegen versucht, so viele Endorphine wie möglich auszuschütten, obwohl wir gar nicht verletzt sind. Genau. Du hast Glück, ich habe tatsächlich auch gerade eine Kanne davon gemacht. Möchtest du eine Tasse haben? Super, dann mache ich die kurz. Hier. Schmeckt gut. Ja, wie gesagt, ist tatsächlich auch so ein bisschen mein Favorit mit. Und die Gäste lieben den. Ja, die Teemischung kann man tatsächlich auch hier bei uns im Shop kaufen. Da kannst du ja nachher gerne mal vorbeischauen, wenn du magst. Okay. Also, Ayurveda, hast du vielleicht schon gehört, ist ein über 4000 Jahre altes Gesundheitskonzept aus Indien. Und das wird dort tatsächlich sogar länger von den Ärzten studiert, als bei uns hier die klassische Medizin. So umfangreich ist das ganze Thema tatsächlich. Wir wollen uns aber heute wirklich nur die 3 großen Bioenergien anschauen, die Doshas. Es gibt Vata, Pitta und Kapha. Vata ist sozusagen der Verstand hinter allem. Kreativität, Planung, Begeisterungsfähigkeit. Vata-Menschen neigen oft zum vielen Grübeln und sind sehr oft in ihren Gedanken gefangen. Dann gibt es Pitta, das Feuer. Pitta ist für die Umsetzung zuständig, sehr aktiv, voller Energie und sehr zielstrebig. Pitta-Menschen haben sehr viel Temperament in sich, sind sehr schlagfertig und haben einen sehr, sehr scharfen Verstand. Und zum Schluss Kapha, der gemütliche Teil. Kapha-Menschen sind sehr schwer aus der Ruhe zu bringen. Sie lieben das lange Ausschlafen und sind grundsätzlich sehr beständige Persönlichkeiten. Ja, es kann auch vorkommen, dass ein Mensch mehrere Dosha-Typen in sich trägt. Es gibt die rein Monotypen, die wirklich nur ein Dosha-Typ ausgeprägt haben. Dann gibt es die Biotypen, also die quasi 2 Doshas ausgeprägt haben. Das ist eigentlich auch so der häufigste Fall. Und dann gibt es ganz selten auch Tridosha-Typen. Da sind wirklich dann alle 3 Bioenergien gleich stark ausgeprägt.
tatsächlich eine ganz eigene Konstellation und dementsprechend eben auch andere Bedürfnisse. Deswegen ist es ganz wichtig, dass man seine eigene Konstellation kennt, um da eben individuell auch schauen zu können, was man jetzt gerade benötigt, um eben wieder ins Gleichgewicht zu finden. Ich zum Beispiel, ich bin ein Vata-Pitta-Typ. Das heißt, ich muss vor allem darauf achten, eben nicht nur die Dinge zu planen, sondern auch zu machen. Und vor allem natürlich auch zwischendurch mal zu entspannen. Wenn bei mir das Vata aus dem Gleichgewicht gerät, dann sorgt die Kreativität eben gerne auch mal dafür, dass meine ganzen Gedanken eben auch in Ängste und Schlaflosigkeit umschwanken können. Ja, das ist tatsächlich bei vielen Vata-Typen der Fall. Okay, wollen wir schauen, welcher Typ du bist? Super. Also, der Test an sich dauert etwa 10 Minuten und besteht aus 2 Teilen. Der erste Teil bezieht sich auf Eigenschaften, mit denen du bereits zur Welt gekommen bist. Der zweite Teil hingegen befasst sich mit Eigenschaften, die du erst im späteren Leben erlangt hast, also quasi mit deiner aktuellen Lebenssituation. Wenn du mal zwischen 2 Antworten schwanken solltest, dann versuch einfach zu schauen, wo du dich aktuell am wohlsten mitfühlst. Okay? Versuch wirklich einfach ehrlich zu dir selbst zu sein, das ist ganz wichtig. Okay. Und am Ende schauen wir dann, welches Dosha oder welche Doshas bei dir die meisten Punkte bekommen haben. Okay. Fangen wir an. Frage Nummer 1. Dein Körperbau. Ich bin sehr klein oder sehr groß, zart, schlank und dünn. Ich bin mittelgroß oder normal gebaut, beziehungsweise eher athletisch. Oder aber ich bin mittelgroß bis groß, stämmig und sehr kräftig gebaut. Okay. Dein Gewicht. Ich nehme leicht ab, bin eher sehr dünn. Ich halte mein Gewicht konstant. Oder ich nehme leicht zu, ein ewiges Problem von mir. Ja, das kenne ich. Mein Hals ist lang, dünn und der Adamsapfel gut sichtbar. Mittellang, eventuell mit Muttermalen oder Leberflecken. Kurz, kräftig und eventuell ein Doppelkinn. Meine Hände sind klein, schlank, feingliedrig dünn, kalt und trocken. Mittelgroß normal, warm und oder oft warm verschwitzt. Oder aber kräftig, breit, groß, kalt und feucht. Okay. Deine Hüften. Würdest du sagen, die sind eher schmal und knochig? Mittel, rötliches Gesäß oder groß, rund und gut gepolstert? Ja, es ist wirklich sehr nett formuliert. Deine Gelenke. Ja, das sind teilweise Fragen, über die man vorher noch gar nicht so nachgedacht hat. Würdest du sagen, deine Gelenke sind eher schlecht gepolstert, gut sichtbar und knacken sehr oft? Mittelgroß, mittelstark und neigen viel zu Entzündungen? Oder aber groß, stabil und kräftig? Okay. Deine Schultern. Sind die eher schmal und schmächtig? Mittel, eher durchschnittlich oder aber breit, kräftig und ausgeprägt?
Sommersprossen oder aber eher hell und blass? Okay. Dein Hauttyp. Hast du eher trockene, rissige, spröde und dünne Haut und neigst vielleicht sogar zu Altersflecken? Hast du eher empfindliche Haut und neigst zu Rötung und Entzündungen? Oder würdest du sagen, du hast eher sehr fettige und dicke Haut? Deine Augen. Würdest du sagen, die sind eher klein, unruhig, trocken und du hast so ein bisschen herabhängende Augenlider? Oder aber eher mittelgroß, durchdringender, scharfer Blick und sehr strahlend? Oder vielleicht sogar wirklich sehr groß, attraktiv, ruhig und gut befeuchtet? Ja, das kann ich auf jeden Fall so bestätigen. Deine Nase. Findest du, die ist eher dünn, klein und teils vielleicht sogar ein bisschen schief? Mittelgroß, gerade und spitz zulaufend? Oder aber sehr groß, stumpf und fleischig? Ja. Deine Stimme. Würdest du sagen, die ist eher sehr schwach, leise, gebrochen und rau, kräftig und sehr durchdringend oder aber sogar tief, angenehm und sehr klangvoll? Ja, also ich finde die auf jeden Fall sehr, sehr angenehm. Dein bevorzugter Geschmack. Da geht es jetzt wirklich darum, dass du alle drei einzeln bei dir wiedererkennst, okay? Also entweder du magst süß, sauer und salzig, süß, bitter und herb oder bitter, scharf und herb. Ja, so stehe ich auch, warum der Tee dir so gut geschmeckt hat. Deine Wut. Neigst du eher zur Hysterie? Würdest du sagen, du bist häufig wütend, auch wegen manchmal vielleicht sogar Kleinigkeiten und wirklich wie ein sprudelnder Vulkan? Oder bist du eher wirklich selten wütend und wirklich auch nur, wenn es sich angestaut hat? Das ist schön zu hören. Deine Auffassungsgabe. Ist die eher sehr schnell und leicht? Würdest du sagen, du hast eine sehr gute analytische Gabe? Oder würdest du sagen, die ist eher sehr langsam und du brauchst viel länger, um Dinge zu verstehen? Okay. Dann dein Gedächtnis. Würdest du sagen, du hast ein sehr gutes Kurzzeitgedächtnis? Du hast allgemein ein sehr gutes Gedächtnis oder aber ein sehr schlechtes Kurzzeitgedächtnis, dafür aber ein sehr gutes Langzeitgedächtnis? Okay. Jetzt geht's um dein Sprechverhalten. Würdest du sagen, du redest sehr schnell und überspringst vielleicht auch mal hier und da das ein oder andere Wort? Du bist ein guter Redner, kannst dabei aber auch sehr scharfschneidend sein. Oder würdest du sagen, du redest gar nicht so gerne, bist eher sehr wortkarg? Und wenn, dann sprichst du wirklich eher sehr langsam? Okay. Dein Temperament. Bist du eher sehr lebhaft, sprunghaft und an sehr vielem interessiert? Eher entschlossen, kraftvoll und temperamentvoll?
erkennst du dich am ehesten wieder? Wenn ich sehr beschäftigt bin, merke ich gar nicht, dass ich meine Mahlzeit vergesse. Wenn ich eine Mahlzeit auslassen muss, werde ich sehr schlecht gelaunt. Oder das Frühstück wegzulassen, fällt mir gar nicht so schwer. Ja, das verstehe ich wirklich gut. Wie magst du dein Essen am liebsten? Magst du eher warme und mild gewürzte Speisen? Gut gewürzte Speisen, besonders wenn sie nicht zu heiß sind, also eher lauwarm. Oder liebst du scharf gewürzte und warme Speisen? Okay. Dann haben wir jetzt noch eine Frage im ersten Teil und dann kommen wir zum zweiten Teil. Dein Durstempfinden. Würdest du sagen, das ist eher sehr unterschiedlich, also mal sehr viel, mal eher weniger? Du hast grundsätzlich sehr viel Durst und trinkst auch sehr viel. Oder du hast eher seltener Durst und trinkst halt auch ein bisschen zu wenig. Okay. Sehr gut. Dann kommt jetzt der zweite Teil, der sich, wie gesagt, so ein bisschen mit deiner aktuellen Lebenssituation beschäftigt. Dein Kühlschrank. Würdest du sagen, mal ist er überfüllt und dann ist wieder fast nichts vorrätig? Ich plane meine Einkäufe gut und bin sehr organisiert. Oder ich habe stets viele Vorräte, falls mal Gäste spontan zu Besuch kommen. Okay. Dein Appetit. Würdest du sagen, du isst sehr unterschiedlich, also mal viel und mal wenig? Du hast stets immer Appetit. Oder Hungergefühl kennst du so an sich nicht, aber du isst doch sehr gerne. Okay. Deine Verdauung. Würdest du sagen, die ist sehr unregelmäßig? Du neigst viel zu Blähungen und zum Aufstoßen. Die ist sehr rasch, also sehr, sehr schnell. Und du kannst teilweise auch mehrmals am Tag auf Toilette gehen, neigst dafür aber vielleicht auch so ein bisschen zu Sodbrennen. Oder aber die ist sehr langsam. Du hast sehr oft mit Völlegefühl zu kämpfen und bist oft auch sehr müde nach dem Essen. Okay. Jetzt wird es ein bisschen intimer. Wenn du auf Toilette bist, wie würdest du dann deinen Stuhlgang am ehesten beschreiben? Würdest du sagen, der ist eher sehr trocken und vielleicht auch zu hart? Eher zu weich und du neigst viel zu Durchfall? Oder aber regelmäßig und normal geformt? Okay. Dein Schlafbedürfnis. Würdest du sagen, du schläfst grundsätzlich immer ein bisschen zu wenig? Vielleicht auch, weil du oft eher zu spät ins Bett gehst. Du hast grundsätzlich eher Schlafprobleme und liegst allgemein sehr oft lange wach und bekommst dadurch vielleicht hier und da ein bisschen zu wenig Schlaf. Oder du kannst problemlos auch 10 Stunden am Stück durchschlafen. Okay. Jetzt geht es so ein bisschen um Krankheitsbilder. Vielleicht hat es
hattest du mit dem einen oder anderen schon mal zu tun. Nummer 1 sind Nervosität, Arthritis, Gelenkleiden und Schlaflosigkeit. Nummer 2 Übersäuerung des Magens, Sodbrennen, Hautprobleme oder vielleicht auch Kreislaufprobleme. Und Nummer 3 ist Diabetes, Bronchitis, Schnupfen und allgemein vielleicht auch so Schleimansammlungen. Okay. Kommen wir zu den Finanzen. Wenn es ums Thema Geld ausgeben geht, kaufst du eher lieber spontan und auch unüberlegt. Neigst also vielleicht auch manchmal hier und da zu ein paar Fehleinkäufen. Würdest du sagen, du planst deine Ausgaben sehr genau und bist auch sehr gut im Haushalten? Oder du bist beim Geldausgeben eher sehr verhalten und sparst sehr gerne? Okay. Dann sind wir jetzt bei der letzten Frage und danach sind wir tatsächlich auch schon fertig. Dein Lebensgefühl. Würdest du sagen, du bist eher unruhig, nervös und manchmal vielleicht sogar ein bisschen panisch? Sehr perfektionistisch, gereizt, überpünktlich und hier und da leicht zornig? Oder fühlst du dich eher sehr antriebslos, wirst schnell müde und empfindest dich hier und da ein wenig zu inaktiv? Okay. So, wir sind fertig. Wie fühlst du dich? Hast du denn schon eine Vermutung, welche Dosha-Typen es sein könnten? Okay, dann rechne ich mal schnell zusammen. Also, okay, dann so, also du hast 14 Punkte bei Vata, 5 bei Pitta und 11 bei Kapha. Das heißt, du bist ein ziemlich klarer Vata-Kapha-Typ. Sehr ruhig, geerdet, mit doch aber aktivem Kopf. Kapha-Vata-Menschen wirken auf andere oft eher kühl und distanziert. Das liegt aber einfach daran, dass sie 4 kalte Elemente in sich tragen und ihnen sozusagen so ein bisschen das Feuer fehlt. Da ist es besonders wichtig, Wärme und Bewegung in den Fokus zu setzen. Ja, das passt zu dir. Es ist immer wieder erstaunlich, wie sehr man sich doch in solchen Dingen wiederfinden kann, oder? Aber ich meine, es ist ja auch nicht ohne Grund seit 4000 Jahren fester Bestandteil der Kultur. So, jetzt wo du deine Typen kennst, würde ich dir einmal eine kleine Broschüre mitgeben. Da steht dann auch nochmal drin, welche Angebote hier bei uns für dich am besten geeignet sind, auf welche Lebensmittel du vielleicht eher verzichten solltest, welche Uhrzeiten für dich für was am besten geeignet sind. Ja, der Tag wird im Ayurvedischen in verschiedene Zeitfenster eingeteilt, die jeweils einem Dosha zugeordnet sind.
etwas schärfer, aber zum Beispiel halt eben auch süß mit vielen Früchten drin. Also zum Beispiel jetzt gerade im Winter so eine warme Chai Latte Bowl mit Bananen und heißen Zimtpflaumen. Das ist eigentlich perfekt für den Ausgleich, wenn man zu viel Butter in sich hat. Ja. Du bekommst schon wieder Hunger. Das kann ich verstehen. Ich will dich auch gar nicht länger aufhalten. Genau, die Broschüre habe ich dir gegeben. Ich würde dir das Ergebnis auch einfach